bin ich ja rein theoretisch nur da, um die Werte abzuchecken, um zu schauen, dass es dem Patienten gut geht. Also ich muss zwischendurch mal rein. Es ist jetzt kein Hotel, aber für den Fall, dass beim Druckverband die Wunde doch aufgehen sollte und wieder anfangen sollte zu bluten, heißt, wenn es eine Nachblutung geben sollte, nehmen wir einmal eine Pflaster mit. Aber ja gut, passiert auch mal. Ich habe auch schon, Alhamdulillah, mein Abendgebet gebetet. Habe ich meinen Mittelfinger nicht mehr gespürt und das über, glaube ich, 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Das hat mir echt Sorgen gemacht, weil eine Freundin hatte das gehabt und sie hat einfach Schlaganfall gehabt. Also vor allem meine Patientin einfach so diese Signale gibt, okay, jetzt geh mal raus oder lass mich in Ruhe, dann ist es natürlich noch unangenehmer. Assalamu alaikum, willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Ich habe eigentlich für dieses Video ein anderes Intro gedreht gehabt und auch die Einleitung war komplett anders. Ich habe das mit einer Vlogging-Kamera aufgenommen. Nur allerdings, weil die Kamera eben so neu ist und weil ich sie ausprobiert habe eigentlich in dem Moment, aber trotzdem über 20-30 Minuten Videomaterial hatte, habe ich das alles auf Slow Motion aufgenommen. Es ist auch eine POV-Kamera, also heißt, man kann es hier vorne mit einem Magnet klippen. Damit könnte man schon was drehen oder besser gesagt schon was anfangen, aber Vlogging wird auf jeden Fall nicht mehr gemacht. Und das ist derbe ärgerlich, weil wie gesagt, das waren 30 Minuten Videomaterial. In diesem Video ging es eigentlich um einen Daily Vlog. Und ich wollte noch ein bisschen euch in der Arbeit mitnehmen, was ich jetzt gleich tun werde. Aber das wird jetzt eine reine Vlog. Der Arbeit habe ich ganz normal wieder mit meinem Handy gevloggt. Deswegen sind die Aufnahmen auch wieder in Ordnung und es ist nicht mehr Slow Motion. Aber es ist natürlich ärgerlich für das Videomaterial, was ich davor gedreht habe. Gut, passiert auch mal. Ich habe auf jeden Fall mein MacBook dieses Mal dabei. Normalerweise nehme ich ja immer mein Tablet mit. Ich zeige euch ein bisschen, was heute noch gemacht wird, weil sonst ist das Video einfach viel zu kurz. Genau, dann habt ihr einfach einen 2-Tages-Vlog. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Was heute auf jeden Fall anders ist, einer ist nicht am Monitor dran, aber ansonsten habe ich 5 ganze Patienten, keine. Aber das sind auf jeden Fall die Werte. Von den anderen 2 Patienten, da ging das Monitor leider nicht, aber da ist der Puls völlig in Ordnung. Und die Patienten sind ja auch stabil, deswegen ist das auch jetzt nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe einmal mein MacBook dabei, mein Haargummi, ganz wichtig, und mein Tablet. Hier werde ich auf jeden Fall noch ein paar Reels und Shorts schneiden. Da, wo ich viel über Islam spreche, habe ich eine Instagram-Seite eröffnet und da geht es ganz viel um Motivation, Inspiration und ganz coole andere Inhalte. Link in der Infobox, schaut doch gerne einmal vorbei. Ansonsten ist es eine relativ ruhige Nacht, muss ich sagen. Also ich habe zwar 5 Patienten, aber alle sind stabil und allen geht's gut, Alhamdulillah. Ich habe auf jeden Fall bei dem einen Patienten noch ein EKG davor gemacht. 30 Minuten kam bei 2 Patienten der Verband ab. Und genau, tatsächlich das Videomaterial, was ich bereits schon vor ein paar Tagen aufgenommen habe, anfangen zu schneiden, weil ihr wisst, dieses Schneideprozedur, Editierprozedur, das dauert 2 Tage oder wenn man in einem sitzt, dann um die 6-7 Stunden, je nachdem wie dein Tempo ist. Insbesondere habe ich jetzt auch auf dem Desktop angefangen zu schneiden. Da dauert es auch ein bisschen, weil es ist komplett anders, Leute. Es ist komplett anders wie auf dem Tablet, wie auf dem Handy natürlich. Deswegen muss ich die ganzen Tools herausfinden oder das ganze System, die ganze Haptik also rausgefunden werden. Deswegen dauert das auch ein bisschen. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen editieren und dann geht es eigentlich auch schon an die eigentliche Arbeit ran. Denn wie gesagt, dann kommen einfach die Verbände ab und ihr könnt mir zuschauen, wie ich editiere und was soll ich machen. Jetzt übrigens das Programm CapCut, das ist ja auch sehr bekannt, das ist ja auch kostenlos. Also ich mag einfach diese Editier-App, aber das Problem ist, auf dem Desktop ist es so nervig. Es ist derbe nervig. Zum Beispiel vorhin hat es einfach nicht funktioniert. Und jetzt probiere ich es nochmal, weil wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann habe ich einfach mein MacBook umsonst mitgebracht und ich laufe schon mit 3 Taschen rum. Und ja, wir haben es gerade 10 Uhr, heißt, es müssen bei 2 Patienten der Druckverband abgenommen werden. Deswegen bereiten wir das einmal ganz schnell vor und ich zeige euch, was man dafür braucht. Eine Pflasterschere, Desinfektionsmittel. Für den Fall, dass beim Druckverband die Wunde doch aufgehen sollte und wieder anfangen sollte zu bluten, heißt, wenn es eine Nachblutung geben sollte, nehmen wir einmal ein Pflaster mit, eine Mullbinde. Wenn alles gut aussieht, heißt, wenn es keine Nachblutung gibt, dann ein ganz normales Pflaster. Dieser Druckverband bleibt teilweise 6 bis 7 Stunden, je nachdem, ob ein Stent gemacht wird, ob ein Stent eingesetzt wird oder nicht. Ist immer unterschiedlich. Wenn kein Stent eingesetzt wird und wenn der Patient nicht auffällig ist für Nachblutungen, dann sind es um die 2 bis 3 Stunden.
Ich muss natürlich die ganzen Werte, sei es Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung, je nachdem, wenn es dran ist, muss ich natürlich alles einmal dokumentieren. Das funktioniert nur, wenn natürlich das Monitor vom Intervall her gut eingestellt ist und auch wirklich dementsprechend läuft. Und es hat leider nicht funktioniert, deswegen wurde der Schwesternruf getätigt. Das habe ich natürlich nicht aufnehmen können. So, that's typically how the bullshit goes, you feel me? Aber halb so wild, ich habe es einmal eingestellt und jetzt muss ich auf jeden Fall ein paar Sachen dokumentieren, ein paar Werte dokumentieren über den Patienten. Das gehört natürlich auch zum Job dazu. Und alle meine Krankenschwestern, die wissen, wovon ich spreche. Deswegen lass mich ganz kurz... Und ich war leider nicht so produktiv. Normalerweise viel schon erledigt, privat. Aber weil es heute natürlich so viele Patienten sind, kann ich dies natürlich nicht tun. Aber was in Ordnung ist, weil schließlich bin ich ja hier, um zu arbeiten und nichts Privates zu erledigen. Das sehe ich ein. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Es ist total kacke, wenn das mit dem Monitor nicht funktioniert. Weil es muss ja natürlich alles dokumentiert werden. Heißt, ich muss ständig zum Patienten rein und ihn stören. Natürlich ist es beruflich und eigentlich bin ich ja rein theoretisch nur da, um die Werte abzuchecken, um zu schauen, dass es dem Patienten gut geht. Heißt, ich muss zwischendurch mal rein. Das ist jetzt kein Hotel, aber trotzdem fühle ich mich einfach komisch, wenn ich ständig zum Patienten reingehen muss und vor allem, wenn der Patient dann auch noch so diese Signale gibt, okay, jetzt gehen wir raus oder lass mich in Ruhe, dann ist es natürlich noch unangenehmer. Aber ganz ehrlich, es tut mir leid. Soll niemand heulen. Ich bin hier, um dass du es überlebst. Deswegen sei zufrieden. Sind die auch, um Gottes Willen, also ich sag ja nichts. Der Verband ist auf jeden Fall ab. Wie ist es bei euch beruflich? Müsst ihr auch immer ständig den Beruf wechseln, weil euch irgendwie nach einer Zeit langweilig wird? Wobei ich sagen muss, es war nicht langweilig, aber ich wollte einfach mal was Neues sehen. Ja, und jetzt habe ich damit angefangen, aber mich werdet ihr nicht so schnell los. Ich habe erst angefangen, Leute. Ich habe erst angefangen. Ich bin bereits schon in der Klinik, habe auch schon, Alhamdulillah, mein Abendgebet gebetet. Ich bin leider nicht dazu gekommen, das Essen, was ich mitgebracht habe, zu essen, aber ich habe auf jeden Fall mein Fasten schon mit Hurma, also mit Datteln und mit Wasser schon geöffnet. Möge Allah unser Fasten übrigens annehmen an alle, die fasten. Genau, also ich habe momentan einen Patienten da, besser gesagt 2 Patienten, aber der eine bleibt über Nacht. Ich wollte hier nochmal ganz kurz, weil ich hoffe auch euer Iman zu stärken oder euch inspirieren oder motivieren zu können. Also allein schon, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, was Warmes zum Essen und Alhamdulillah, allein schon, dass es uns gesundheitlich gut geht, ist schon ein Riesensegen. Aber es muss tatsächlich auch gar nicht sein, dass es was Großes ist. Also es fängt ganz klein an, zum Beispiel, dass heute das Wetter so schön war, dass der Frühling schon beginnt. Das sind so kleine Dinge, Leute. Und ich habe darüber schon mal euch einen Cheatcode quasi gegeben. Tatsächlich, je mehr dankbar ihr seid, desto mehr kriegt ihr auch zurück. Alhamdulillah. Und das wollte ich auch hier nochmal ganz kurz erwähnen. Ein kleiner Reminder. Seid dankbar, Leute. Seid dankbar. Das ändert so viel. Ich sag's euch, das ändert ultra viel. Und da wartet übrigens mein Essen. Ich setze mich gleich dran, aber ich muss noch ein paar Sachen erledigen. 22:05 Uhr. Auf jeden Fall jetzt unbedingt noch machen muss. Ich habe das letzte Mal Blut abgenommen, weil ich einen sehr starken Haarausfall habe. Vielleicht sieht man das auch. Ich muss leider ein bisschen leise sprechen, weil der Patient gerade schläft. Okay. Tatsächlich, mein Kalium ist sehr hoch. Natrium ist sehr niedrig. Leute, meine Laborwerte sind Alhamdulillah soweit so gut. Das sind echt derbe viele Supplements. Also ich habe jetzt bereits übrigens einige Supplements abgesetzt. Ich nehme jetzt momentan nur noch 2 Supplements ein. Davor waren es 10 oder sogar 11. Das ist ganz schön viel für jemand, der eigentlich weder einen Mangel noch Überschuss hat. Und das war mir derbe zu viel. Und ich habe auch vermutet, dass mein Haarausfall wegen den ganzen Supplements kommt. Deswegen wollte ich das auch einmal abchecken. Natürlich habe ich bereits die Supplements, wie gesagt, schon davor abgesetzt gehabt. Aber zu viel ist dann auch nicht gut, Leute. Und das merkt man auch. Deswegen bitte nehmt euch kein Beispiel an den letzten Videos von mir. Vitamine sind natürlich gut, um Gottes Willen. Dagegen sage ich nichts, aber erst, also wenn ihr wirklich einen Mangel habt, dann nehmt euch die Vitamine zu und nicht, wenn es euch gut geht. Alhamdulillah, wie gesagt, mir geht's gut und ich habe wirklich nichts auszusetzen. Trotz dessen habe ich halt derbe viel eingenommen. Und ja, da haben wir den Salat, ne? Supi. Der hat mir bestimmt eine Antwort dazu, Leute.
Es war mir bewusst, dass irgendwas in meinem Körper nicht gepasst hat. Ne? Das heißt, das ist die Bestätigung. Chat so. Ich und Chat so, Leute. She was a fairy. Passt auf, Kalium steuert Herzrhythmus, Nervenleitung und Muskelkontraktion. Deswegen habe ich vielleicht einfach nur die letzten Tage übermäßig starken Stress. Taubheit habe ich auch gehabt. Einfach hier mal, ihr müsst euch vorstellen, vor ein paar Tagen hatte ich random, ich glaube, das war während der Autofahrt oder nach der Autofahrt, habe ich meinen Mittelfinger nicht mehr gespürt und das über, glaube ich, 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und es hat mir echt Sorgen gemacht, weil eine Freundin hatte das gehabt und sie hat einfach Schlaganfall gehabt. Und dann dachte ich so, okay, es kann aber auch ein Laborfehler sein, wenn Blutprobe zu lange stand. Das kann bei mir tatsächlich der Fall sein, weil ihr müsst wissen, als ich die Blutprobe gemacht habe, war der Laborfahrer schon weg. Heißt, es stand über einen halben Tag rum. Also das kann auch der Grund sein. Ansonsten, Alhamdulillah, meine Werte sind weit über gut. Name von Supplements aufhören, also komplett pausieren, heißt, mein D3 und K2 habe ich tatsächlich weiterhin eingenommen. Das lasse ich weg, so wie auch mein Magnesium. Mein Pillenbox ist, ich habe es sogar dabei gehabt. Ich liebe Supplements, Leute, das ist nicht mehr normal. Aber Alhamdulillah, eigentlich geht es mir gut. Also ich habe wirklich keinen Mangel. Mir ein gutes Gefühl zu wissen, okay, jetzt habe ich alle Vitamine in mir, ganz safe. Klar hat man das gelernt und klar weiß man das auch so grob, in welchem Lebensmittel welche Vitamine drin sind. Aber ich meine, auf der Verpackung von meinen ganzen Supplements steht ganz deutlich Natrium, Kalium. Aber ich muss damit aufhören, weil es meinen Körper schadet, insbesondere mein Leber. Also es geht ja wirklich auf die Gesundheit, obwohl ich will, dass meine Gesundheit gefördert ist oder gefördert wird, mache ich ja genau das Gegenteil. Deswegen ist wenig tatsächlich schon mehr. Mein Hair-Treatment, dass es einfach so einen Ausgleich gibt, weil ich meine Supplements nicht einnehmen kann. Gestern nicht so viel mitfilmen können, weil ich eigentlich nur am Meditieren war und nicht viel gemacht habe. Ich bin auch tatsächlich gestern etwas früh, was heißt gestern, heute sogar noch. Ich glaube, das war um 1:30 bin ich ins Bett gegangen. Also ich habe ein bisschen was geschlafen, kann man sagen. Deswegen gab es einfach nicht viel zum Filmen. 5:49 Uhr. Ich habe nicht mehr so lange bis Dienstende. Um genau zu sein, nur noch eine Stunde. Und dann geht es auch für mich nach Hause und ich freue mich schon. Es war ein ruhiger Dienst, Alhamdulillah. Also ich bin, soweit es geht, ready. Ich packe jetzt nur noch meine Tasche zusammen und dann warte ich eigentlich nur noch auf die Ablöse. Ich bedanke mich, dass ihr auch in diesem Video mit dabei wart und mich begleitet habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. In dem Sinne, Assalamu alaikum.